zu spielen hat. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, und bis dann natürlich hin zu dieser ganz schwierigen, durch diese Herausforderung, das ambulante Gesundheitswesen zu lösen von dem privat niedergelassenen, dieser Konzeption des privat niedergelassenen Einzelkämpfersarzt. Man muss wissen, dass die Kritik an diesem System schon in der Weimarer Zeit stark war, bis hin zum Völkerbund, dass man sagte, das kann ein Arzt, der immer dran denken muss, wie er sein Einkommen damit sichert, oder der eigentlich nur darauf angewiesen ist, dass Kranke zu ihm kommen, das kann nicht die Lösung sein. Da ist das, wie macht denn der Vorbeugung, wie geht denn das praktisch? Und das spielte also eine Rolle, zu sagen, wir müssen eine andere Lösung finden, nämlich den Arzt zu begreifen als vom Staat angestellten, gut bezahlten Menschen, der unabhängig von seinem Einkommen, von seiner Existenz ärztlich handeln kann. Das war eine der Grundideen. Eine zweite war, dass natürlich klar war, dass die moderne Wissenschaftsentwicklung diese Einzelpraxis im Grunde genommen, das passt nicht zusammen. Also ich brauche Strukturen, wo eben der Zugang zum Labor, zum Röntgen, zu dem Fachkollegen erleichtert wird. Also das waren so ganz einfach gesagt, diese beiden fachlichen Grundideen, und die haben eben dann dazu geführt, dass Schritt für Schritt Polykliniken, Ambulatorien, also letzten Endes bauliche Hüllen, die so etwas möglich machten, entstanden sind. Aber das war ein langer Prozess und da gab es eben natürlich Widerstand dagegen. Und ich räume ein, als in diesem Arbeiterstadtbezirk Prenzlauer Berg in den Anfang der 80er Jahre die große, schöne Poliklinik gebaut wurde, Karl Kollwitz, die gibt es ja jetzt noch als Ärztehaus. Das hieß ja, dass die Kolleginnen und Kollegen, die Ärzte, vorher waren die ja schon da. Die waren in Altbaugebäuden, in Erdgeschosswohnungen, also so, wie man das kennt. Es war nicht unbedingt so, dass die nun alle mit fliegenden Fahnen in die Poliklinik gegangen sind. Weil natürlich wussten sie, in dem Moment, wo ich in so einem großen Haus bin, ist auch eine andere soziale Kontrolle, sage ich mal, oder ein anderer Umgang miteinander nötig. Also man sollte das nicht unterschätzen. Das hat sich dann aber weil die Vorteile natürlich liegen auf der Hand, wenn man gut arbeitet. Man kann das ja beschreiben. Also ein Kinderarzt hatte seine Sprechstunde mit erkrankten Kindern, aber es konnte eben geregelt werden, weil es mehrere Kinderärzte waren, dass dann eben jeder Kinderarzt hatte eine Kita, eine Kinderkrippe zugeordnet, in die ist er regelmäßig gegangen vor Ort. Das war ihm möglich. Er konnte das machen, weil trotzdem die Sprechstunde und das ganze Geschäft ja weiterging. Also diese arbeitsteilige Zusammenarbeit zwischen therapeutischen Maßnahmen und rehabilitativen und vorbeugenden Maßnahmen, die ist natürlich nur so möglich. Das kann auch heute eine Praxis nur bedingt machen. Entweder er ist vor Ort oder er ist nicht vor Ort.